Was sind Wikifolios? Wie funktionieren sie und worauf sollte man bei der Auswahl achten? In diesem Video stellen wir dir Wikifolio mit seinen Vorteilen und Nachteilen vor. Wir zeigen dir, warum sie interessant für dein Depot sein könnten und stellen dir einen Broker vor, mit dem du Wikifolios ohne Gebühren kaufen kannst. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Links zu Wikifolio sowie zu den Depotempfehlungen findest du wie immer unter dem Video. Legen wir los! Was ist Wikifolio? Wikifolio ist eine im Jahr 2012 von Andreas Kern gegründete Social Trading Plattform. Anders als bei anderen Social Trading Plattformen kann man in sogenannte Wikifolios mit allen bekannten Banken und Online-Brokern investieren. Heute ist Wikifolio Europas führende Social Trading Plattform. Wie funktioniert Wikifolio? Die Idee von Wikifolio.com ist simpel. Wikifolios sind zunächst veröffentlichte Musterdepots. Du kannst entweder deine Handelsstrategien in Musterdepots, den sogenannten Wikifolios, teilen oder eben erfolgreichen Tradern folgen, dich dabei inspirieren lassen oder sie kopieren. Unter den Tradern sind Vollzeitinvestoren, Vermögensverwalter, Finanzredaktionen, bekannte Finanz-YouTuber oder Branchenexperten. In einem Wikifolio hat der Trader die Auswahl aus 410.000 Wertpapieren von Aktien, ETPs, Fonds, Anlagezertifikaten und Hebelprodukten. Zu den beliebtesten Wikifolios gibt es Zertifikate, die genau die Handelsstrategie des Traders verfolgen. Kaufst du eines der Wikifolio-Zertifikate, holst du die Performance so praktisch in dein Depot. Und das ohne das Wikifolio ständig beobachten zu müssen, um keinen Trade darin zu verpassen. Jeder Trade wird so automatisch 1:1 umgesetzt und du folgst damit bequem der Handelsstrategie des Traders, ohne selbst etwas tun zu müssen. Aktuell gibt es mehr als 9.200 Wikifolios, in die investiert werden kann. Unter dem Link in der Beschreibung kannst du dir die Performance der verschiedenen Wikifolios anschauen. Und andersherum, bist du erfolgreicher Trader, kannst du auch dein eigenes Wikifolio auf den Status investierbar setzen und so ein Wikifolio-Zertifikat schaffen. Dann erhältst du eine Beteiligung an den Gewinnen der Anleger, die dein Zertifikat kaufen. Du bist dann sozusagen Fondsmanager deines eigenen Fonds. Die Wikifolio-Zertifikate werden von Lang & Schwarz, kurz L&S, herausgegeben und sind im Direkthandel mit L&S und über die Börse Stuttgart handelbar. Kosten und Gebühren. Die Anmeldung bei Wikifolio.com ist gratis und du hast anschließend Zugriff auf sämtliche Details der gelisteten Wikifolios. Die Performance nach Kosten, die enthaltenen Wertpapiere des Wikifolios sowie sämtliche Trades innerhalb des gewählten Wikifolios. Kosten entstehen nur, wenn du die Zertifikate der Trader kaufst. Dann beträgt die jährliche Gebühr 0,95% auf dein eingesetztes Kapital zuzüglich einer Performancegebühr von 5 bis 30%. Die Performancegebühr wird nur auf den Gewinn berechnet. Die Gebühren sind außerdem bereits in den Kurs des Zertifikats eingepreist, sodass die Performance, die du auf Wikifolio siehst, die Performance nach Abzug dieser Kosten ist. Zusätzliche Kosten können beim Kauf und Verkauf der Zertifikate seitens deines Brokers entstehen. Später im Video zeigen wir dir aber einen Broker, bei dem der Handel mit Wikifolio-Zertifikaten kostenlos ist. Die Vorteile und Nachteile von Wikifolios. Die Wikifolios bringen verschiedene Vorteile, aber auch Nachteile mit. Vorteile. Vorteil Nummer 1. Überperformance möglich. Kaufst du die Wikifolios erfolgreicher Trader, kannst du von deren Erfahrungen, Expertise und Zeitinvestments profitieren. Laut einer Studie der Universitäten Zürich und Genf aus dem Jahr 2018 haben größere Wikifolios mit mehr als 1 Million Euro investiertem Kapital zwischen 2012 und 2018 eine deutlich bessere Performance geboten als der Gesamtmarkt. Vorteil Nummer 2. Motivierte Trader. Die Trader mit investierbaren Wikifolios sind hoch motiviert, da sie nur Geld verdienen, wenn auch der Anleger verdient. Vorteil Nummer 3. Hohe Transparenz. Du kannst jederzeit Käufe, Verkäufe, Performance und das Portfolio in den Wikifolios einsehen, in denen du investiert bist. Vorteil Nummer 4. Übersichtliches Gebührenmodell. Es gibt keine versteckten Kosten, Ausgabenaufschläge oder Vertriebsprovisionen. Vorteil Nummer 5. Unterschiedliche Handelsstrategien möglich. Mit Wikifolios hast du auch ohne hohe Anlagebeträge Zugang zu verschiedensten Handelsstrategien und Investmentthemen. So kannst du aus verschiedensten Investmentthemen wählen. Unter vielen anderen sind das Krypto, Immobilien, Elektromobilität, Gesundheit, Technologie, Warren Buffett und viele weitere mehr. Vorteil Nummer 6. Mit Börsenerfahrung Geld verdienen. Bist du selbst erfolgreicher Trader, kannst du mit deinem eigenen Wikifolio ein Finanzprodukt schaffen, mit dem du bei guter Performance an den Gewinnen deiner Anleger mitverdienst. Nachteile. Nachteil Nummer 1. Das Emittentenrisiko.
Bei Zertifikaten trägt der Anleger grundsätzlich das Emittentenrisiko. Im Falle einer Insolvenz des Emissionshauses L&S würden die Zertifikate wertlos verfallen. L&S hat hier allerdings Maßnahmen geschaffen, um dem entgegenzuwirken. Mehr dazu erfährst du gleich. Nachteil Nummer 2: Kosten für die Zertifikate. Im Bereich der Zertifikate gelten Kosten bis 0,5% als günstig und bis 1% als akzeptabel. Mit 0,95% liegt Wikifolio hier im akzeptablen Bereich. Hinzu kommt die Performancegebühr auf den Gewinn. Das ist zwar nicht besonders günstig, beachtet man aber, dass die Zertifikate wie aktive Fonds gemanagt werden, sind die Kosten vergleichsweise gering. Dazu kommt, dass die Top-Performer unter den Wikifolios nach Abzug dieser Kosten immer noch deutlich zweistellige Jahresrenditen erwirtschaftet haben. Emittentenrisiko. Bei Wikifolios handelt es sich um Zertifikate. Daher besteht hier grundsätzlich ein Emittentenrisiko. Um dem entgegenzuwirken, verpfändet der Emittent L&S Wertpapiere sowie Geldkonten, die teilweise ausschließlich für die Besicherung der Wikifolios gehalten werden. Ein Treuhänder übernimmt die Überprüfung und ermittelt die Besicherung. Bei finanziellen Schwierigkeiten würde der Treuhänder auf die hinterlegten Sicherheiten zugreifen und die Gläubiger auszahlen. Die Besicherung liegt nach Aussage von L&S bei etwa 90%. Worauf man achten sollte. Die Auswahl an Wikifolios ist riesig. Da fällt die Wahl schwer. Im Folgenden möchten wir dir ein paar Tipps geben, worauf du bei der Auswahl achten solltest. Erstens: Real Money Wikifolio. Wer seinem eigenen Wikifolio vertraut, investiert auch sein eigenes Geld. Von den rund 9200 Wikifolios, die es aktuell gibt, wurde nur bei 569 echtes Geld der dahinterstehenden Trader investiert. Zweitens: Performance. Achte dabei aber nicht nur auf die kurzfristige Performance der letzten Wochen oder Monate, sondern schau dir auch die langfristige Performance des Wikifolios an. Ein Trader, der kurzfristig hohe Gewinne verzeichnet, tut dies eventuell mit einem unverhältnismäßig hohen Risiko. Beachte hier aber auch, dass die vergangene Performance zwar ein Anhaltspunkt, nicht aber eine Garantie für zukünftige Gewinne ist. Drittens: Die Wikifolio-Rangliste. Auf der Plattform gibt es die sogenannten Ranglistenpunkte, anhand derer man die Qualität eines Wikifolios beurteilen kann. Hier fließen verschiedene Bewertungspunkte ein. Die sind unter anderem der Track Record, also wie lange es das Wikifolio bereits gibt, der Risikofaktor, der maximale Verlust bisher, Aktivität des Traders, investiertes Anlegerkapital und die Performance von einem Monat sowie seit der Erstellung. Viertens: Trader mit Erfahrung. Recherchiere selbst einmal nach dem Trader des Wikifolios, das dich interessiert. Schau dir an, welche Erfahrungen er an der Börse hat. Dabei kann zunächst das Trader-Profil auf Wikifolio helfen, aber auch darüber hinaus kannst du in vielen Fällen weitere Informationen finden. Lohnen sich Wikifolios? Wikifolios sind eine spannende Ergänzung für dein Depot. Dank des Besicherungskonzeptes sind sie eine beliebte Alternative zu ETFs und aktiv gemanagten Fonds. Sie sind besonders interessant für Anleger, die sich möglichst wenig um ihre Geldanlagen kümmern wollen, aber trotzdem eine ähnliche Rendite wie erfahrene Anleger erzielen möchten. Unter den mehr als 9000 handelbaren Wikifolios gibt es natürlich auch viele, die keine Gewinner sind. Achte bei der Auswahl neben der kurzfristigen Performance auch auf die Langfrist-Performance der Wikifolios. Außerdem kannst du auch die herausfiltern, bei denen der Trader selbst mit seinem Geld investiert ist. Welcher Broker ist der beste? Wikifolios sind nur im Direkthandel über Lang und Schwarz sowie die Börse Stuttgart handelbar. Im Bereich der Wikifolios ist der Broker Just Trade unsere Empfehlung. Hier kannst du sämtliche Wikifolios für 0 Euro ab einem Ordervolumen von 500 Euro handeln. Im Gegensatz zu den meisten anderen Brokern können Wikifolios hier auch per Sparplan bespart werden und das ebenfalls ohne Gebühren. Alternativ ist auch Smart Broker eine gute Wahl. Hier zahlst du lediglich 1 Euro Ordergebühr für den Handel mit Wikifolios. Wikifolio-Sparpläne gibt es bei Smart Broker allerdings nicht. Links zu beiden Angeboten findest du unter dem Video. Hast du noch Fragen oder Videowünsche zu Wikifolio? Dann schreib uns gern in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.